Glaubst du eigentlich an Telepathie? Ich wollte dir gerade mailen. Tut gut, deine Worte zu lesen, auch wenn sie etwas traurig sind. Die gute Dame, ihr braucht dringend meine Hilfe. Und jetzt machen Sie Platz, das Spiel ist aus. Ja, für Sie. Zurück. Hören Sie, meine Schwiegermutter braucht dringend Hilfe. Sie muss ins Krankenhaus, sonst... Zurück, hab ich gesagt. Oder wollen Sie, dass ich Ihre Ex-Frau abknalle? Schon gut. Was haben Sie denn mit uns vor? Das ist eine blöde Frage. Warum haben Sie auch hinter mir herschnüffeln müssen, hm? Warten Sie! Verdammt nochmal, ich zahle Ihnen, was Sie wollen. Lassen Sie uns hier raus! Sagen Sie, haben Ansgar und Natalie sich eigentlich inzwischen gemeldet? Bedauere, Gräfin Lahnstein. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Jetzt überlegen Sie doch mal. Sie hätten für immer ausgesorgt. Ein Haus in der Karibik. Sie können sich leisten, was Sie wollen. Naja, Jamaika wäre schon nicht schlecht. Ein besseres Angebot kriegen Sie nicht. Tanja wird Ihnen auch nicht mehr geben. Schluss jetzt. Ich lasse nicht mit mir handeln. Handy her. Na los, deins auch. Nachher damit, aber plötzlich. Schon gut. Mailbox von Ansgar von Lahnstein. Hinterlassen Sie eine Nachricht, ich rufe zurück. Ansgar, bitte, ich versuche seit Stunden, euch zu erreichen. Vielleicht seid ihr ja dieser Müller auf der Spur und können nicht anrufen, aber bitte meldet euch doch, sobald es möglich ist, ja? Danke. Verdammt nochmal, wie können Sie denn so herzlos sein? Auf mich wartet ein Kind. Haben Sie Kinder? Gott sei Dank nicht. Ja, toll, was machen wir denn jetzt? So, das ist jetzt aber der letzte. Du bist ja schon ganz hibbelig. Quatsch, wieso das denn? So ein Interview, das gehört einfach zum Business dazu. Wer will dich interviewen? Diese Leute vom Mode Channel. Style for Tomorrow. Immerhin bin ich das Topmodel der neuen Lilly von Rath-Kampagne. Aha, und was wollen die so von dir wissen? Naja, die interessieren sich ja eben für meinen Background. Ich denke, die werden mich fragen, wie ich es geschafft habe, so weit nach oben zu kommen. Ganz Meppen wird vor der Kiste hocken und atemlos zuhören. Gott, ich darf denen auf gar keinen Fall sagen, dass ich aus diesem Kaff komme. Es wäre eigentlich, wenn ich denen einfach erzähle, dass ich als Diplomatentochter in ganz Europa gewohnt habe. Ich meine so, geboren in Paris, aufgewachsen in Rom, Schulzeit in London. Ach, Schätzchen, sowas wird doch überprüft. Ja, mit so einer Lügengeschichte fliegst du sofort auf und dann bist du raus aus der Show. Okay, war eine blöde Idee. Ja. Hör mal, die Kollektion von Lilly von Rath, die steht für Klasse, Seriosität. Schau mich an, ich habe auch einige Teile von ihrem Schrank. Oh Gott. Wie bitte? Ach, ich meine nur seriös und so. Ach, das schaffe ich mit links. Oder seht ihr das etwa anders? Wenn ihr mir nicht glaubt, dann kommt doch einfach mit. Ihr werdet schon sehen. Ich bin der totale Profi. Sag mal, jetzt wo Jens bei euch nebenan wohnt, hast du mal was mitbekommen? Läuft da was zwischen ihm und Lydia? Ich habe Jens mal im Hausflur gesehen oder so, aber keine Ahnung. Warum fragst du ihn denn nicht einfach? Ich dachte, ihr seid alte Buddies. Nee, nicht mehr. Jens war total angepisst, als ich mit ihm über Lydia reden wollte. Ja, das Thema ist jetzt, glaube ich, auch nicht... Ich weiß selbst, dass ich kein Recht habe, mich da einzumischen. Will ich auch gar nicht. Aber ich krieg's nicht aus dem Kopf, verstehst du? Allein der Gedanke, sie könnte mit ihm im Bett liegen, da dreh ich durch. Reicht das als kleine Abkühlung?
Ich kann dir gerne noch ein Wasser holen. Und übrigens bin ich ganz deiner Meinung. Du hast kein Recht, dich da einzumischen. Ihr Puls ist noch schwach, aber regelmäßig. Versuch, sie irgendwie wach zu kriegen. Wie denn? Das sind Beruhigungsmittel. Die Müller hat ihr die ganze Packung gegeben. Kein Wunder, dass sie komplett weggetreten ist. Wieso habe ich nicht ein bisschen besser aufgepasst? Der Krankenwagen wäre längst hier. Verdammte Scheiße, du Mistding! Aber die Müller, die stand so plötzlich neben mir und hat mit der Waffe gedroht. Ach, du konntest doch gar nichts anderes machen. Wir kommen hier schon irgendwie raus. Wie denn? Scheiße! Elisabeth hat vorhin versucht, bei mir anzurufen. Du kennst die alte Schachtel, doch wenn die in den nächsten Stunden nichts von uns hört, dann wird die nicht locker lassen. Selbst wenn, wie soll man uns denn hier finden? Mein Auto steht draußen und die Müller hat vergessen, mir den Autoschlüssel abzunehmen. Das heißt, sie kann den Wagen nicht umparken. Und wenn sie das merkt und zurückkommt? Dann hau ich hier eine drüber, verdammt nochmal! Hey, Natalie. Keine Angst, wir kommen hier schon wieder raus. Ich versprich's dir. Also dann, toi, toi, toi. Und bau keinen Mist. Ich doch nicht. Können wir dann? Ja, ich bin bereit. Dann bitte schön. Kamera ab. Kamera läuft. Olivia, Sie präsentieren die neue Kollektion von Lilly von Rath. Ja, eine Top-Designerin, die sich mit ihrer klassischen Mode durchgesetzt hat. Und auch wenn ich noch relativ jung bin, dann sehe ich das Ganze doch als Herausforderung. Lilly von Rath will in der nächsten Saison ja auch die ökologisch interessierten Kundinnen ansprechen. Setzen Sie sich denn persönlich auch für Umweltschutz ein? Ob ich eine Ökospinnerin bin? Also, ich meine natürlich. Es gibt ja leider immer noch genügend Leute, die uns als Spinner bezeichnen. Dabei ist diese Welt die einzige, die wir haben. Und ich finde, jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten. Und wie sieht das in Ihrem besonderen Falle aus? Der Müll. Der Müll, also man kann ja so viele Sachen von Müll weiterverwenden, wenn man ihn nur richtig trennt. Und ich achte natürlich auch darauf, dass ich keine Wegwerfprodukte kaufe und ich hole mir natürlich auch nur Sachen, die fair gehandelt wurden. Und ich bin Baumpatin und ich habe auch kein Auto. Immerhin, das mit dem Auto stimmt. Trotzdem, wenn ich länger in Düsseldorf bleibe, sollte ich mir langsam eine eigene Wohnung suchen. Ja, mach das, aber unterschreib nicht voreilig irgendeinen Mietvertrag, hä? Wieso? Weil ich selber Vermieter bin. Ich sag dir, die ziehen nicht alle ab. Ja, und deswegen wirst du ab heute den Müll runterbringen. Du wirst das Geschirr spülen und du wirst zweimal täglich die Wohnung putzen. Ja? Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Feindschaft. So sieht's aus. Bitte. Hey. Ganz nett. Hast du das Foto geschossen? Die Schlampe. Die ist das allerletzte Stück Dreck. Die hat mich betrogen. Mit meinem eigenen Bruder. Wochenlang haben die es getrieben hinter meinem Rücken. Kannst du dir das vorstellen? Die mir noch mal über den Weg laufen. Mach ich Hackfleisch aus denen. Hey, jetzt komm mal wieder runter, okay? Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Doch, kann ich schon. Ich hätte mit meiner Ex was ganz Ähnliches. Sorry. Vergiss es einfach, okay? Lydia. Hi. Was weg ist, ist weg. Ja, wenn es immer so einfach wäre. Jens, stimmt das? Hast du dich mit Sebastian verkracht? Das wollte ich das letzte Mal schon erzählen, aber du hast mich hier nicht zu Wort kommen lassen.
Sorry. Ging's dabei um mich? Ich fand es echt mies, was er mit dir gemacht hat. Für mich ist er gestorben. Wenn das so ist. Sebastian ist ein Arschloch, der hat dich einfach nicht verdient. Das mit deiner Mutter in der Kiste war, das ist einfach bescheuert von mir, auch noch darauf rumzureiten. Wo es so viel schönere Themen gibt. Wie sieht's aus? Meine Einladung zur Fotoausstellung steht noch. Warum eigentlich nicht? Ja, da bleibt mir nur noch Ihnen und der Kollektion Lilly von Rath viel Glück zu wünschen. Und haben Sie vielen Dank für das Interview. Danke. Die Kamera ist aus. Wird das so gesendet? Gräfin Lahnstein muss es noch absegnen. Also der erste Rohschnitt geht heute noch an Sie raus. Ja, aber da kann man doch bestimmt noch irgendwas rausschneiden, oder? Das muss die Gräfin entscheiden. Also, haben Sie noch viel Erfolg. Tschüss. Was denn? Das war doch super. Ja. Ja, aber warum musst du mir unbedingt das mit den Ökospinnern rausrutschen? Ach was, das hast du doch souverän aufgefangen. Ja, und deine Lektion in Sachen Mülltrennung, die war spitzenmäßig. Ja, du hast dich großartig verkauft. Darauf stoßen wir jetzt an, ja? Jetzt trink schon. Annegret braucht das dringender als ich. Blödsinn, wir sind doch sowieso bald hier raus. Woher nimmst du nur deinen Optimismus? Wir haben uns seit Stunden nicht bei Elisabeth gemeldet, so wie es vereinbart war. Die hat mit Sicherheit längst die Polizei alarmiert. Dir wäre es lieber, wir müssten nicht mit Tanjas Agentur zusammenarbeiten. Bitte? Oh, ganz offen. Mir wäre lieber, wir hätten eine andere Agentur und ein anderes Model. Wieso? Olivia ist doch attraktiv. Ja, aber ihr Auftreten in der Öffentlichkeit lässt oft zu wünschen übrig. Als neues Gesicht der Kampagne kann sich das nicht leisten. Da muss sie seriös sein. Das habe ich aber auch in jedem Vertrag so formuliert. Es wäre aber trotzdem nett, du könntest noch mal dazukommen und ihr deutlich machen, was es für sie bedeuten würde, wenn sie sich nicht daran hält. Die hohe Konventionalstrafe wird sie schon überzeugen. Ja, das hoffe ich auch. Was ist, erwartest du einen wichtigen Anruf? Ich habe länger von Nathalie und Ansgar nichts gehört. Ich mache mir Sorgen. Die werden sich schon melden. Hm? Bis später. Ja, bis später. Bis dann. Keine Spur von der Müller. Suchen morgen weiter. Nehmen uns erstmal ein Hotel und schlafen uns aus. Ansgar. Gott sei Dank. Als Schauspielerin fand ich die immer total super. Deswegen dachte ich mir, eine Handywerbung mit der wird ein Klacks. Ich kenne ihn nur aus dieser Krimiserie. Ja, genau. Da gibt es die immer total bodenständig und unkompliziert. Aber als sie am Set das Handy an die Ohren nehmen sollte, hat sie sich ewig geweigert, weil der Elektrosmog ihre Chakren durcheinander bringen würde. Die ist komplett auf dem ESO-Trip. Ich musste ihr tausendmal erklären, dass das Handy ausgeschaltet ist. Also brauchst du nicht nur gute Augen, sondern auch gute Nerven für deinen Job. Genau. Sonst verliert man total den Überblick am Set. Weißt du, wer da alles rumhüpft? Visagisten, Stylisten, Requisiteure, Beleuchter, Assistenten, Assistenten der Assistenten. Wow. Und alles nur, um ein bestimmtes Bild rüberzubringen. Zum Beispiel ein Mädchen mit Rehaugen sitzt verträumt auf einem Fels in der Brandung. Den Job hatte ich letztes Jahr. Immerhin bist du bis ans Meer gekommen. Schön wär's. Was auf dem Foto aussah wie ein Traumstrand, war in Wirklichkeit ein Greenscreen. Und jetzt frag mich bitte nicht, wofür die Werbung war. Für was war die Werbung? Rate mal. Für einen Traumurlaub in der Karibik? Nein, für ein exotisches Parfum. Knapp daneben. Für einen natürlich duftenden WC-Stein. Wirklich spannend, dein Job. Und manchmal echt ein Griff ins Klo. Und? Was sagen Sie zu dem Interview? Tja, Sie haben ja die Kurve noch einmal bekommen. Nur es gehört etwas mehr dazu, das Label Lilly von Rath zu vertreten. Ja, dafür bin ich ja gebrieft. Klassische Mode mit Umweltbewusstsein für die moderne Businessfrau, die trotzdem nicht auf Eleganz, Stil und edle Stoffe verzichten will. Ach ja, und Fairtrade natürlich. Ja, gut vorbereitet sind Sie auch. Wir veranstalten demnächst einen Empfang und haben die führenden Modemagazine dazu eingeladen. Da können Sie dann all das ausstrahlen, wofür Lilly von Rath steht. Nonchalance, Weltgewandtheit, Stil mit einem Wort. Klasse.
Kein Problem. Ich weiß, um was es geht. Das Wichtigste ist, dass Sie seriös auftreten und jeglichen Skandal vermeiden. Auch wissen Sie, was am besten ist, Sie halten sich ganz im Hintergrund. Hoppala. Zu früh? Nein. Wir warten noch auf Frau Köbler und dann kann die Rechtsbelehrung losgehen. Nur damit keine Missverständnisse auftreten. Gräfin Lahnstein, ich verspreche Ihnen, Sie können sich auf mich verlassen. Ich wollte schon immer mit Kindern zusammenarbeiten. Das stand für mich schon ganz früh fest. Kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Ja, schon, aber weißt du, was einfach das Allercoolste ist an Kindern? Die sind nicht so verkorkst wie Erwachsene und lassen sich total einfach begeistern, sind neugierig und vor allem absolut ehrlich. Auch wenn einem das nicht immer so gut gefällt. Siehst du das anders? Ich erinnere mich nur gerade an ein Shooting für einen Kinderriegel mit 3 12-Jährigen. Mann, haben die mich fertig gemacht. Das war unglaublich, was... Was ist? Ich habe mich heute selbst wie ein Kleinkind benommen. Ich habe Sebastian mit Wasser begossen. Ich meine, wie albern ist das denn? Überhaupt nicht. Wasser ist noch viel zu harmlos. Bei dem Arschloch hättest du Zuckersirup benutzen sollen. Ich kapiere immer noch nicht, wie er dir das antun konnte. Müssen wir nicht langsam weiter? Ich meine, die Ausstellung hat doch nicht ewig offen, oder? Ach, Lydia, es tut mir leid. Ich kann verstehen, dass du nicht darüber reden willst. Aber ich weiß, wie mies es dir damit geht. So steckt man eben nicht so leicht weg. Ja. Ich meine, da trifft man den Menschen fürs Leben und dann, zack, rammt er einen voll das Messer in den Rücken. Und immer, wenn man ihm über den Weg läuft, wird man daran erinnert. Annegret, hören Sie mich? Können Sie mich verstehen? Annegret. Hey, wachen Sie auf. Annegret. Hey, komm, hilf mir mal. Was hast du denn vor? Sie muss sich bewegen, damit ihr Kreislauf wieder in Schwung kommt. Komm. Das ist unsere einzige Chance, irgendwas rauszukriegen. So, und jetzt erzähl mal. Was hatte Tanja mit dem Tod von Thomas zu tun? Tanja. Ja, deine kleine Tanja ist jetzt gerade nicht hier. Und jetzt erzähl uns verdammt noch mal, was damals passiert ist. Ansgar, hör auf! Lass sie doch erst mal zu sich kommen. Nachhilfestunden vom Anwalt. Als ob ich nicht wüsste, wie man sich seriös benimmt. Für wen hält mich diese alte Schabracke eigentlich? Also, ich kann Sie verstehen. Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, da warst du halbnackt mit ihrem Stiefsohn am Hals in den Klatschspalten. Kitty, es ist doch schon längst vorbei. Jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Ja, das ist ja was ganz Neues. Der ist heute Morgen mit der Post für dich gekommen. Meine erste Fanpost. Ja, aber das Interview ist doch noch gar nicht ausgestrahlt worden. Mein Ruf eilt mir eben voraus. Ja, ich melde mich wieder. Entschuldigung. Was ist? Stimmt was nicht? Hi, Joker. Danke für deine letzte Mail. Heute war mal wieder so ein Tag für die Tonne. Erst fing es noch gut an, aber danach lief alles schief. Am liebsten würde ich alles vergessen, was heute passiert ist. Kenne ich solche Tage. Man zieht sich aus einem Loch, fällt aber gleich wieder umso tiefer. Vielleicht geht es dir besser, wenn du es dir von der Seele schreibst. Ich hatte heute einfach das Gefühl, alle sehen in mir nur noch das Opfer. Ich weiß nicht mehr, was falsch und was richtig ist. Komm mir vor wie so ein ferngesteuerter Roboter. Fragt sich nur, wer die Fernsteuerung hat. Rede dir sowas nicht ein. Dein Blog zeigt doch, dass du genau weißt, was du denkst und fühlst. Sieh mal nach, wie viele Leute deine Seite anklicken. Ich bin nicht der Einzige, der gerne liest, was du zu sagen hast. Was ist denn genau passiert, dass du auf einmal so unsicher bist? Zum Beispiel der Typ, den ich gerade kennengelernt habe. Super nett. War für mich die Ablenkung, die ich gebrauchen konnte. Aber du glaubst es nicht. Ausgerechnet dieser Mann war mal der beste Freund von meinem Ex. Wir hatten heute Nachmittag auch richtig Spaß. Er ist Fotograf und wollte mit mir zu einer Ausstellung. Aber dann kam das Thema wieder auf meinen Ex. Lydia? Ach, Elisabeth. Schöne Grüße von Sarah. Oh, danke schön. Ich freue mich ja sehr, dass Sie in ein paar Tagen schon nach Hause kommt. Entschuldigen Sie die Störung? Sie stören nicht.
Ist was mit Hannes? Nee, der Hannes geht es sehr gut, aber der Kleine würde sich gerne von Ihnen und auch von seinem Vater verabschieden. Wir müssen zurück nach München. Ja, das ist nur telefonisch möglich, aber ich versuche gleich mal Ansgar zu erreichen. Der gewünschte Gesprächsteilnehmer ist... Ja, jedes Handy ist immer noch abgeschaltet. Sagen Sie Hannes bitte, wir kommen gleich. Dankeschön. Tja. Leonhard, warte mal. Annegret, ruhen Sie sich noch ein bisschen aus. Kannst du die Alte vielleicht mal ein bisschen wach halten? Die hat bisher nur unnötiges Zeug gelallt. So kommen wir nicht weiter. Denkst du immer nur an dich und deine Rache? Die arme Frau jetzt unter Druck zu setzen, das ist doch völlig sinnlos. Gott, mach mal! Ansgar, komm her. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Ansgar kennt die Besuchszeiten seines Sohnes ganz genau. Da quartiert er sich nicht seelenruhig mit Natalie in ein Hotel ein. Vielleicht ist den beiden doch einfach nur was dazwischen gekommen und sie haben es deshalb nicht geschafft. Dann hätte er angerufen und hätte versucht, Hannes zu erklären, warum er sich nicht persönlich von ihm verabschieden kann. Nein! Die SMS, die war gar nicht von Ansgar. Annegret, hey! Oh, Scheiße. Ich kann den Puls kaum noch fühlen. Was? Oh Gott, das kommt von diesem scheiß Beruhigungsmittel. Die ist bis zum Hals voll davon. Hast du das gehört? Da draußen ist jemand. Wusste doch, die holen uns hier raus. Natalie und Ansgar ist etwas passiert. Wir sollten die Polizei anschreiben. Elisabeth, die SMS, die kam doch von Ansgars Handy, oder? Also muss er sie auch abgeschickt haben. Nein, das muss er nicht. Wenn diese Müller ihm sein Handy zum Beispiel abgenommen hat. Jetzt nimm doch nicht gleich wieder das Schlimmste an. Du kennst doch Ansgar. Wahrscheinlich hat er sich so in den Rachefeldzug gegen Tanja reingesteigert, dass er darüber hinaus alles vergisst. Sogar seinen Sohn. Ja, so könnte es natürlich auch sein. Na komm. Hallo, hier sind wir! Was denn? Sie? Sparen Sie sich Ihre Luft. Niemand weiß, dass Sie hier sind. Lächerlich. Tanja braucht mich noch. Sie wird nicht zulassen, dass Sie uns hier drin verrecken lassen. Ich werde doch nicht so blöd sein und ihr davon erzählen. Sie wird es nie erfahren. Also, viel Spaß beim Sterben. Scheiße!